vom Allgemeinen Krankenhaus, von der Ausbildung ein internistischer Intensivmediziner, Nephrologe und künstlicher Ernährer, und deswegen stehe ich hier. Ernährung, künstliche Ernährung, die Ernährung des Intensivpatienten ist ein bisschen ein Stiefkind, und ich habe natürlich verschiedene Interessenskonflikte, ich habe verschiedene Infusionslösungen auch selbst entwickelt, habe natürlich von verschiedenen Firmen Forschungsunterstützung und kriege auch Vortragshonorare von verschiedenen Firmen. Aber vielleicht mein größter Preis ist, ich bin ein Nutritionist. Ich bin überzeugt, dass die metabolische Führung eines Intensivpatienten ein integraler Bestandteil jeder Intensivtherapie sein muss. Und Amen. Das ist wirklich meine Überzeugung, und die hat sich leider bin ich vielleicht einer der wenigen, die da sind. Aber stellen Sie sich vor, Sepsistherapie, ich kann mich, wie Sie leider sehen, und von meinen Haaren bin ich schon älteres Baujahr, ich kann mich genau an eine Diskussion in 1986 erinnern, wo wir über die Therapie der Sepsis geredet haben. Das war Fokussernährung, antibiotische Therapie, Kreislauftherapie und dann supportive Organtherapie, und Adjuvant war damals nichts und ist heute auch nichts. Hat sich nichts getan. Absolut nichts. Natürlich ist die Vorgangsweise, Sepsis-Bundles und so weiter hat sich geändert, aber von der Therapie hat sich nicht getan. Ich glaube, die metabolische Therapie wird in den nächsten 10 Jahren wesentlich ankommen. Und ich werde Ihnen 1, 2, 3 Dias dazu zeigen. Ich bin überzeugt, dass die Stoffwechseltherapie zum Management gehört. Und wir dürfen die Ernährung und den Stoffwechsel aber nicht isoliert sehen, sondern das hat was mit Säurebasenhaushalt zu tun, das hat was mit dem Elektrolytstatus zu tun. Wenn einer eine Hypomagnesämie hat und da sind Organschäden programmiert, wenn ich eine Phosphatentgleisung gemacht durch meine Ernährung mit einem Refeeding-Syndrom, dann habe ich wirklich einen schwerwiegenden Fehler gemacht, einen Kunstfehler gemacht und so weiter. Der Volumensstatus, die Hämodynamik, ich meine, ohne Mikrozirkulation eine Ernährung zu machen, ist völlig sinnlos oder schwerwiegend. Und der Gasaustausch natürlich. Die Substratverwertung braucht Sauerstoff. Fett zum Beispiel, außer Glucose. Glucose kann natürlich auch hypoxisch, anoxisch verwertet werden, aber alle anderen Nährstoffe brauchen Sauerstoff. Ich möchte mit Ihnen ganz kurz durch die Ernährungspraxis gehen. Das heißt, wann soll mit der Ernährung begonnen werden? Und im Prinzip ist eine der wenigen wirklich Paradigmen sozusagen, über die sich anscheinend die meisten einig sind, dass man früh beginnen sollten beim Intensivpatienten mit der Ernährungstherapie. Das beruht auf solchen Studien wie die von Cadit aus Frankreich, wo eben das sind kranke Patienten, das sind beatmete Patienten, die haben einen Vasopressor, und da hat man eben gezeigt, dass eine frühenterale Ernährung gegenüber einer spätenteralen zu einer Verbesserung der Prognose wird. Das ist also im letzten Jahr die Annika Rendam-Blaser, jetzt in Basel, in Bern, hat für die Europäische Intensivgesellschaft eine Riesenübersicht gemacht über die Frühernährung. Ich bin kein Freund dieses Papiers, ich habe es eigentlich abgelehnt, aber nichtsdestotrotz ist da herausgekommen, dass eben eine Frühernährung hier, wenn es schon nicht auf die Mortalität einen Einfluss hat, so zumindest auf die Infektionsrate von Intensivpatienten. Das heißt, wir sind der Meinung, wir sollten eine Ernährung früh gehen. Wenn Sie diese Arbeit anschauen, was ist früh, dann steht da drinnen, naja, innerhalb von 48 Stunden nach Aufnahme. Und das finde ich ganz, ganz schlecht. Erstens finde ich früh nicht 48 Stunden, sondern 24, und nach Aufnahme ist ein krimineller Begriff. Ja? Weil, was heißt Aufnahme? Ist der im Schock aufgenommen worden? Ist der stabilisiert aufgenommen worden, oder hat er kurz nachdem er auf die Station gekommen ist, war er noch voll septisch und hat so ausgeschaut, dass eine manorierte Haut, no Mottling heißt es in der modernen deutsch-amerikanischen Fachsprache, so ein Patient, der hat keine Mikrozirkulation. Das heißt, so jemanden ernähren zu wollen, ist natürlich ein Wahnsinn. Ja? Das heißt, zum Beispiel die Lipoproteinlipase ist in der Mikrozirkulation. Wie soll da eine Fettverwertung sein, wenn Sie so einen Patienten haben? Das ist ja natürlich sinnlos. Und ich meine, diese Meinung, also eigentlich sollte das früh heißen, nach Aufnahme oder Stabilisierung, wenn der Patient instabil ist.
Und das ist jetzt auch studienmäßig, das ist natürlich schwer studienmäßig zu belegen, aber das ist jetzt studienmäßig belegt. Das ist eine ganz neue Studie, das heißt nicht Lancet 2017, sondern 2018. Das ist im Jänner erschienen, von Renier aus Frankreich. Eine sehr problematische Studie. Also aus ethischen Gründen hätte ich die nicht genehmigt. Ja? Die haben wirklich schockierte Patienten, beatmet, schockierte Patienten, Vasokonstriktor, durchschnittliches Laktat über 3, haben die früh enteral oder früh parenteral ernährt. Und an der Mortalität war kein Unterschied, aber an den Komplikationen war sehr wohl ein Unterschied. Das heißt, da waren natürlich die gastrointestinalen Komplikationen war dramatisch erhöht. Und Sie sehen, das ist sehr wenig. Das ist Vomiting und Diarrhoe, Erbrechen und Diarrhoe waren natürlich, das ist ja was harmloses, aber Bowel, Ischemie und akute Kolon-Pseudoobstruktion, das Olgivi-Syndrom, ja, das war signifikant erhöht und das sind in dieser Studie zu 14 Patienten mehr an diesen intestinalen Komplikationen verstorben. Das heißt, in der Frühphase, und da gibt es ja auch eine Pankreatitis-Studie bei der man durch eine frühenterale Ernährung Kolonnekrosen erzeugt, Dindarmnekrosen erzeugt hat. Also das ist das Folge einer erzwungenen frühen enteralen Ernährung. Das heißt, früh ist früh, aber nach Stabilisierung. Das heißt innerhalb 24 Stunden nach Stabilisierung. Argumente gegen eine Schockernährung, ich will da jetzt nicht genau darauf eingehen, aber ein schockierter Darm ist nichts für eine Ernährung. Selbst wenn Sie Ihren Dauerlauf machen, oder ich weiß nicht, Sie sind ja alle Marathonläufer, die heutigen Ärzte sind ja alle Marathonläufer, nach dem ersten halben Kilometer ist Ihre intestinale Perfusion schon fast auf Null abgesunken, ja, weil das im Schockstadium ist im Rahmen der Zentralisierung ist der Darm praktisch ausgeschaltet. Okay, das heißt, es gibt Dinge, die wir beachten müssen, bevor wir mit einer Ernährung beginnen sollen, und ich sage immer, man muss auf den Blutgaszettel auch schauen, wenn man mit einer Ernährung beginnt. Jeder dieser Dinge ist relevant für die Ernährungstherapie, ob das pH ist, ob das CO2 ist natürlich, das O2, Glucose, Laktat, Phosphat ist da leider nicht dabei, aber das Kalium, das sind alles Parameter, die wir beachten müssen, wenn wir mit einer Ernährung begonnen wollen. Das heißt, Stabilisierung der Vitalfunktionen, Volumenoptimierung. Braucht er noch, also wenn der Hämatokrit natürlich also das HB unter 6 ist oder was, oder ich weiß nicht, das hängt ja ab von der Trans, so muss man das auch korrigieren. Stabilisierung des Kreislaufes, ich bin ja gegen den einheitlichen 65 mm Hg, ich glaube nicht, dass jeder Mensch den gleichen Mitteldruck braucht. Laktat bin ich eher der Meinung schon, dass man sogar etwas tiefer gehen sollte, für volle enterale Ernährung. Bei einer Zottenernährung können wir uns unterhalten, ob man auch ein bisschen drüber sein kann, sonst wäre ich eher über 2,5 schon vorsichtig. Stabilisierung der respiratorischen Situation, also das CO2, könnten wir uns natürlich unterhalten, was die permissive Hyperkapnie, wie weit man da hinaufgeht, ausgeglichener Säurebasenstatus. Das heißt, unser Patient hat ja einen stadienhaften Krankheitsverlauf, und in dieser Frühphase, Schockphase, bei den Metabolikern heißt diese Frühphase F-Phase, ist die Ernährung nicht indiziert. Die Ernährung ist dann indiziert, wenn der Patient eben in diese hypermetabole Flow-Phase, was man früher Postaggressionssyndrom genannt hat, oder SIRS könnte man es auch bezeichnen, das ist aber wieder ganz unmodern geworden, dieser Begriff. Gut. Wenn man den Patienten nicht enteral ernähren kann früh, dann muss man ihn parenteral ernähren früh, und das hat beispielsweise diese Studie aus Australien von Herrn Doig gezeigt, dass da eben verschiedene Beatmungsdauer, Lebensqualität und Erhaltung der Muskelmasse durch eine frühe parenterale Ernährung aufnimmt. Das heißt, Frühernährung heißt beides. Enteral, wenn das nicht möglich ist, auch parenteral. Ernährungsaufbau komme ich gleich auch zurück. Das heißt, das ist ganz im Gegensatz zu den amerikanischen Empfehlungen, die sprechen von, wie es hält, dass die parenterale Ernährung innerhalb der ersten 7 Tage zurückgehalten werden kann. Also gegen diese Empfehlung der Hungertherapie sind wir in Europa dezidiert eingestellt. Das zweite, wie soll begonnen werden, enteral oder parenteral? Ich glaube, es ist ganz klar, dass wir bei jedem Patienten versuchen sollten, eine enterale Ernährung vorzunehmen.
Wir wissen, das ist wieder von der Frau Reintam, dass die hat so einen Score entwickelt, den Gastrointestinal Failure Score. Sie wissen ja, beim SOFA-Score oder beim Apache-Score ist ja der Darm nicht enthalten, was ja auch ein Wahnsinn ist. Jedenfalls, die hat einen Score entwickelt und je höher dieser Score ist, desto schlechter ist die Prognose dieser Patienten. Aber wir wissen heute, dass wir die intestinalen Funktionen durch eine enterale Ernährung unterstützen können, erhalten können. Die Amerikaner sagen, if you don't use it, you will lose it. Das heißt, eine enterale Ernährung ist für uns ein intestinaler Organ Support. Das heißt, es verbessert die intestinale Perfusion, führt zu einer Verbesserung der Barrierefunktion durch Mucosazellenproliferation, unterstützt das Immunsystem, das ist ja 2/3 des Immunsystems des Körpers, finden Sie ja irgendwo im Splanchnicus, vermindert den inflammatorischen Status, führt zu einer Verbesserung der Motilität, führt zu einer Normalisierung des Keimwachstums etc., Pankreassekretion etc. etc. Das ist Organ Support. Aber wir sollten eben eine enterale Ernährung durchführen. Das heißt, und auch wenn diese enterale Ernährung nicht quantitativ möglich ist, sollten wir bei unseren Patienten, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen heißt, Zottenernährung, trophische Ernährung oder was immer, Trickle Nutrition, Trophic Nutrition heißt es auf Englisch. Also das ist aber keine Ernährung des Patienten, sondern das ist ein lokales, minimales Angebot von Nährstoffen, damit die Barrierefunktionen, damit die verschiedenen Schutzfunktionen, damit die Funktionen des Gastrointestinaltraktes erhalten werden. Das heißt, das kann man sehr früh machen, innerhalb 12 Stunden nach Aufnahme oder Stabilisierung. Ein gastrales Residualvolumen ist eigentlich keine Kontraindikation dafür. Man kann das entweder kontinuierlich machen bei niedriger Geschwindigkeit 10 oder 15 Milliliter pro Stunde oder man kann alle 4 bis 6 Stunden 50 Milliliter vergeben. Manche anästhesiologischen Stationen, das ist die Batterie, glaube ich, endgültig aus, manche anästhesiologischen Stationen haben nur Glucose verwendet für diese Zottenernährung. Die meisten verwenden einfach eine standard-nährstoffdefinierte Diät. Wir empfehlen eigentlich fettfreie Präparate, weil Fett im Magen ja die Magenentleerung stört und das will man ja eigentlich. Gut, okay, wie rasch sollte die Ernährung aufgebaut werden? Das ist vielleicht das umstrittenste Thema oder das am meisten Diskussionen angeführt hat. Es hat eigentlich über 15 Jahre hat man das Konzept des Energiedefizits verfolgt. Das heißt, man hat berechnet, was ein Patient eigentlich erhalten hätte sollen und geschaut, was er erhalten hat. Und wenn da eine Differenz war, hat man das als Energiedefizit bezeichnet. Und das geht ja vor allem von Pierre Singer aus Israel aus, dieses Konzept. Und in retrospektiven Kohortenanalyse hat man dann gezeigt, hat man verschiedenes, es gibt ja 15, 20 Studien dazu, dass je höher dieses Energiedefizit ist, desto höher ist die Mortalität der Patienten. Und hat daraus geschlossen, dass man möglichst früh voll ernähren muss, um dieses Energiedefizit gering zu halten. Aber da ist ein Denkfehler dabei. Die sind nicht deswegen gestorben, weil sie ein Energiedefizit gehabt haben, sondern die waren so krank, dass sie eben die volle Ernährung nicht toleriert haben. Das heißt, die Kausalität ist da irgendwie verlustig gegangen. Das heißt, die haben so wenig, weil sie schlecht beieinander waren, haben sie die Ernährung nicht toleriert und haben deswegen ein Nahrungsdefizit gehabt. Aber sie sind nicht deswegen gestorben, und es gibt eben keine prospektive Untersuchung, die dieses Konzept unterstützt hat. Heute ist man der Meinung, dass man in der Woche 1 eines kritischen Krankseins nicht 100% der Energie verabfolgen sollte. Dass man nicht vom ersten Tag an die Ernährung auf 100% aufbauen soll, sondern dass man sie langsam aufbaut und dass man in der ersten Woche nicht die 100% des berechneten oder gemessenen Energieumsatzes erreichen soll. Das hat ursprünglich der Herr Weiß, das ist auch noch keine sehr gute Studie, aber Sie sehen, dass da die beste die Mortalität, hier ist die Energiezufuhr, dass die beste Überlebensrate bei denen, die ungefähr 80% bekommen haben. Aha, das habe ich eigentlich eine rausgelöscht, aber da gibt es genauso eine kanadische Studie, die genau das Gleiche zeigt. Wenn man zu früh aufbaut und versucht, eine vollständige Ernährung zu erzwingen, dann führt das zu Komplikationen.
diese Intakt-Studie, die in Europa sehr selten zitiert wird, aus irgendeinem Grund, die ist abgebrochen worden, weil die Mortalität bei den Patienten, die eine volle Ernährung initial bekommen hat, höher war als die, die einen langsamen Ernährungsbeginn mitgemacht haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein Akutereignis dadurch charakterisiert ist, dass endogen Substrate freigesetzt werden. Sie wissen, je schwerer krank der Patient ist, desto höher ist der Muskelkatabolismus. Es werden Aminosäuren freigesetzt. Je schwerer krank ist, desto mehr freie Fettsäuren werden aus der Lipolyse freigesetzt. Je schwerer krank ist, desto höher ist die Insulinresistenz vom Muskel und desto höher ist die hepatische Gluconeogenese aus Laktat, Alanin und was immer. Das heißt, wir haben am Anfang des kritischen Krankseins haben wir eine endogene Substratbestellung. Mein früherer Chef hat schon vor 30 Jahren gesagt, der Körper wird überschwemmt durch endogene Substrate. Und da ist es natürlich sinnlos, dass man dann 100% eines rechnerischen Bedarfs draufsetzt, weil das würde eben dann zu dieser krassen Überernährung führen. Und das ist eines der Hauptargumente gegen die frühe Ernährung und den langsamen Ernährungsbeginn. Dass ein langsamer Ernährungsbeginn auch Leben retten kann, zeigt auch diese Studie von Herrn Doig, der im Prinzip das Refeeding-Syndrom untersucht hat. Das Refeeding-Syndrom ist die Summe aller Komplikationen, die ein forcierter Ernährungsbeginn bei mangelernährten Patienten zur Folge haben kann. Das ist diese erschütternde Beobachtung, die Amerikaner befreien ein Konzentrationslager, geben diesen total ausgehungerten Insassen etwas zu essen und viele sterben dann am Refeeding-Syndrom, an der Refeeding-Hypophosphatämie oder auch am Thiaminmangel. Und das hat auch das kann man auch bei der künstlichen Ernährung sehen, und Sie sehen, dass hier eine protokollisierte, langsame Energiezufuhr, langsamer Ernährungsaufbau zu einer besseren Überlebensrate führt, als wie wenn man einen raschen Ernährungsaufbau bei diesen malnutrizierten Patienten vornimmt. Das ist mir fast ein bisschen zu groß der Unterschied, aber was immer. Gut. Das heißt, verzögerter Ernährungsaufbau hat eine Verbesserung, da kann man die gastrointestinale Toleranz kontrollieren, man kann die Sicherstellung der Verwertung der Substrate, die metabolische Toleranz kann man begutachten, man vermeidet eben ein Substratüberangebot, man vermeidet Komplikationen wie das Refeeding-Syndrom, man erleichtert das Monitoring der Ernährung und dann gibt es natürlich auch theoretische Gründe, Stichwort Autophagie. Yoshinori Oshumi hat 2016 den Nobelpreis dafür bekommen. Aber da will ich jetzt gar nicht darauf eingehen. Also individualisierter Aufbau, der Ernährungsaufbau. Und je kritischer krank der Patient ist, je schwerer krank der Patient ist, desto langsamer muss ich herangehen. Und das haben wir wirklich, früher haben wir gedacht, dass ein malnutrierter Patient, den müssen wir besonders aggressiv ernähren, weil der ist ja mangelernährt. Und damit er das schnell wieder aufbaut. Wir wissen, dass der am Risiko steht, extreme Refeeding-Komplikationen zu erleiden und der kritisch Kranke ist ebenfalls einer der Patienten, die wir langsam adaptieren müssen. Wir müssen die Ernährung an den Patienten adaptieren. Es gibt eine gastrointestinale Toleranz, ich sage Organtoleranz, respiratorische Situation, das hämodynamische Situation, Laktat etc., Vasopressorenbedarf etc., Mottling und so weiter und die metabolische Toleranz, Glucose, Laktat, Phosphat, Säurebasenstatus und was immer. Okay, das heißt individualisierter, langsamer Erbau. Und die drei Patientengruppen sind die kritisch Kranken, Patienten mit Malnutrition und Patienten mit renaler Dysfunktion. Die haben ja auch Intoleranzen gegenüber verschiedenen Nährstoffen. Was ist das Ernährungszufuhr? Wenn ich Sie frage, ja, wie viel Ernährung braucht denn der und der Patient, dann würden Sie sagen, naja, der braucht vielleicht 24 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wir übersetzen Ernährungsziel automatisch in Energiezufuhr. Und vielleicht müssen wir auch da umdenken, dass das nicht so ist. Es haben verschiedene Studien gezeigt, eigentlich, was ich auch schon gesagt habe, dass eine moderate Energiezufuhr in der Frühphase eben mit einer besseren Prognose verbunden ist, zum Beispiel Arabi-Studie, da waren in der Gruppe, die volle Ernährung bekommen haben, mehr Nierenversagen zu sehen als in der anderen Gruppe. Das habe ich schon gezeigt eigentlich.
Das heißt, wir sollten auf jeden Fall eine überhöhte Energiezufuhr vermeiden. Das führt zu einer Ernährungsstressreaktion, führt zu einer Erhöhung der diätinduzierten Thermogenese, es führt zu einer Erhöhung des Energieverbrauchs, Induktion einer Fettleber, hat eine gesteigerte CO2-Produktion. Ich kann mich an verschiedene Patienten in der Frühphase vor 30 Jahren noch erinnern, die uns von anderen Intensivstationen zutransferiert worden sind, weil sie nicht entwöhnbar sind von der künstlichen, also von der Maschine. Und wenn wir dann die Ernährung normalisiert haben, waren sie weg von der Maschine. Das heißt, die haben einfach durch eine überhöhte Ernährung eine überhöhte CO2-Produktion gehabt. Früher haben wir gedacht, viel Energie durch den Proteinkatabolismus reduzieren. Wir wissen heute, dass viel den Proteinkatabolismus steigert. Okay, das heißt, starte früh, aber übertreibe nicht mit den Kalorien, wie das der Herr Preiser so schön gesagt hat. Das heißt, wir sind eigentlich heute, was da hier rot eingezeichnet ist, in dem Hypocaloric or Permissive Underfeeding, aims to match 50 ist vielleicht ein bisschen weniger, aber vielleicht 60 bis 80% des berechneten Energiebedarfs sollten wir in der ersten Woche zuführen. Aber inzwischen gibt es verschiedene Studien, und ich gebe schon zu, dass die nicht besonders gut sind, weil das meistens retrospektive Kohortenanalysen sind, wie diese von der Frau Allingstrup in Dänemark, in Kopenhagen, die sich angeschaut haben, wie weit die Proteinzufuhr mit der Prognose der Patienten assoziiert ist. Und Sie sehen, dass hier 2 Gruppen untersucht wurden, 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und Tag, 1,0 und ungefähr 1,5, und Sie sehen, dass die mit 0,8 einen schlechtesten Outcome haben. Das heißt, eine niedrige Proteinzufuhr war mit einem schlechten Outcome verursacht. Und das haben verschiedene Studien jetzt gezeigt, das ist nur eine neuere. Hier Achievement über 90% der Zielproteinzufuhr war mit einer verbesserten Outcome dieser Intensivpatienten verbessert. Und auch die israelische Gruppe, die eigentlich früher von diesem Energiedefizit gesprochen hat, haben inzwischen das bestätigt. Das heißt, Energiezufuhr zu wenig ist schlecht, dann kommt irgendwo der optimale Bereich, der eben bis 60 bis 80% der berechneten Zufuhr ist. Wenn man das steigert, dann steigt die Mortalität wieder an. Bei der Proteinzufuhr fand sich ein direkter Zusammenhang, je mehr, desto besser. Das stimmt natürlich sicher auch nicht. Auch das wird eine U-Funktion sein, und wir wissen noch nicht, wo das Optimum dieser U-Funktion ist. Das ist immer so, alles im Leben ist eine U-Funktion, ja, Sie wissen, zu wenig ist schlecht, zu viel ist schlecht, und dazwischen irgendwo ist das Optimum. Das gilt für den BMI, das gilt für das Kalium, das gilt für das Calcium, das gilt für den Blutzucker, das gilt für den pH-Wert, für CO2, für alles. Und auch für die Aminosäuren bzw. Proteinzufuhr. Sie wissen, die WHO empfiehlt ja 0,8 bzw. 0,9 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag bei gesunden Erwachsenen, bei jungen, gesunden Erwachsenen. Bei Patienten dürfte es höher sein, obwohl es nur ganz, ganz wenige Studien gibt. Das ist eine uralte Studie, wie Sie sehen, aus dem Jahre 1987. Und hier wurde das Optimum bei 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehalten. Und das entspricht 1,2 bis 1,5, entspricht eigentlich jetzt der weltweit empfohlenen Zufuhr. Die DGIM in ihren neuen Empfehlungen ist heruntergegangen auf 1,0. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt so. Gut, es gibt keine sehr guten Studien zu diesem Thema. Eine der wenigen Studien ist von der Susie Ferry, einer Diätassistentin aus Australien, die macht die besten Studien. Und die hat sich angeschaut, 0,8 Gramm versus 1,2 Gramm Aminosäuren pro Kilogramm Körpergewicht und Tag bei parenteral ernährten Intensivpatienten. Leider ist der Unterschied sehr gering, und der tatsächliche Unterschied war dann noch geringer. Ich glaube, es war dann 0,86 und 1,16 oder so, also es war wirklich nur relativ geringer Unterschied. Aber sie hat eigentlich mit dieser Proteinzufuhr das erreicht, was man mit einer Ernährung erreichen will. Also die höhere Proteinzufuhr war assoziiert mit einer besseren Handkraft. Sie wissen, Handkraft, die Kraft, Patientenkraft hat eine Assoziation mit der Überlebenskraft. Verbesserte Stickstoffbilanz, der Müdigkeitsscore war vermindert, und sie hat auch mit Ultraschall verschiedene Muskeldicken gemessen, und diese Muskeldicken waren auch besser erhalten bei denen Patienten, bei denen die eine höhere Proteinzufuhr erreicht haben. Okay,
das war das Ernährungsziel. Also wir müssten eigentlich, und das ist meine feste Meinung, dass wir brauchen nicht besonders hohe Proteinmengen. In den neuen amerikanischen Empfehlungen steht bis 2 Gramm, totaler Wahnsinn. Und bei Nierenpatienten sogar 2,5 Gramm, völliger Irrsinn. Wir haben, wie diese Empfehlungen rausgekommen sind, haben wir das einmal ausprobiert. Die ersten 2 Patienten haben ein hypoammonämisches Koma gehabt. Ja. Also dann sind wir schnell wieder davon. Warum einer, der eine besondere Intoleranz gegen was hat, besonders viel kriegen soll, das kann mir niemand erklären. Aber gut. Okay, wir brauchen nicht mehr Protein, sondern sollen die empfohlenen Zufuhrraten erreichen. Ja? Weil wenn Sie alle Studien anschauen, dann sind die Zufuhrraten meistens zwischen 0,6 und 0,8 gewesen. Also nie das erreicht worden, was geplant war. Okay, die nächste Frage ist, ich habe schon noch ein paar Minuten. Ist eine parenterale Ernährung toxisch? Es hat ja diese Epanik-Studie gegeben, die wir kennen Sie wahrscheinlich alle oder haben zumindest gehört davon, von der Gretel van den Berge, 2011, Early versus Late Parenteral Nutrition in Critically Ill Adults. Das heißt, hier hat man entweder eine parenterale Ernährung sofort begonnen, wenn eine enterale Ernährung nicht vollständig möglich war, was ich nicht glaube, oder man hat die parenterale Ernährung erst nach einer Woche begonnen, am Tag 7. Das ist eine sehr problematische Studie, aber nichtsdestotrotz, am Outcome war kein Unterschied, aber an sämtlichen Komplikationen, Kosten etc. war die parenterale Gruppe schlechter. Aber ich darf vielleicht nur auf eine Limitation dieser Studie hindeuten, was ja wirklich der helle Wahnsinn ist. Da sind in beiden Gruppen 2300 Patienten eingeschlossen worden. Ja? Am nächsten Tag waren nur noch 1300 Patienten, am übernächsten Tag nur noch 900. Das heißt, für mich ist das keine Indikation einer künstlichen Ernährung, wenn ein Patient den nächsten Tag schon nach Hause geht. Ja? Das heißt, ich meine, da ist eine derartige Fehlindikation der parenteralen Ernährung und mir kann man auch nicht erklären, dass da diese ganzen postoperativen Patienten eine enterale Ernährung überhaupt nicht toleriert haben. Das ist also eine sehr problematische Studie. Aber gut, nichtsdestotrotz hat man dann gesagt, TPN heißt nicht Total Parenteral Nutrition, sondern Total Poisonous Nutrition. Das ist der Herr Marek hat das besonders propagiert. Oder Death by Parenteral Night, the Final Chapter. Jetzt ist sie endgültig tot, die parenterale Ernährung, weil sie so schlecht ist, dass sie die Leute umbringt. Pay and should drop like heißer Kartoffel fallen gelassen. Coal, auf Englisch heißt es nicht Kartoffel, sondern Egg. Na gut, wir wissen ja vom Kurzdarmsyndrom, dass das nicht wahr ist. Ja? Hunderttausende Patienten haben überlebt, weil es jetzt eine parenterale Ernährung gibt. Aber nichtsdestotrotz hat es bis zum Jahre 2014 keine Studie gegeben, nach 50 Jahren künstlicher Ernährung hat es keine Studie gegeben, die wirklich objektiv verglichen hätte, eine parenterale und eine enterale Ernährung bei Patienten, die beides vertragen, die man randomisiert, blind, doppelblind randomisieren kann in diese Studie. Das haben die Engländer gemacht, die Frau Harvey, eben 2013 in der Caloric Studies. Am Kontinent wäre die aus ethischen Gründen ja untersagt worden, weil man niemandem die enterale Ernährung vorenthalten kann. Aber die haben das gemacht und das ist wirklich sensationell. Es ist kein Unterschied. Sie sehen, das ist absolut kein Unterschied. Es waren sogar ein paar Nebenzielparameter, weil die Durchfälle natürlich oder Hypoglykämie waren in der Enteralgruppe sogar häufig. Aber es war kein Unterschied. Das heißt, eine gut durchgeführte parenterale Ernährung ist total in Ordnung. Aber aus dieser Studie schließe ich nicht, dass ich jetzt wieder die Leute parenteral ernähre, sondern wenn die enterale nicht möglich ist, dass eine parenterale Ernährung ein guter, gleichwertiger Ersatz ist für eine enterale Ernährung. Wir müssen das nicht als Konkurrenz sehen, sondern als gemeinsames Konzept, wie wir einen Patienten eben optimal ernähren können. Ich glaube, viele der Nebeneffekte von parenteralen Ernährung haben was damit zu tun, dass wir viele Fehler gemacht haben. Das ist die überhöhte Energiezufuhr, die Toleranz von zu hohen
Glukosewerten, das sind die Probleme mit dem Fett, auf die ich jetzt nicht eingehen will, oder inkomplette Nährlösungen, die ein Wahnsinn sind. Und die DGIM, Entschuldigung, dass ich die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin kritisiere, aber dies tun wir für die parenterale Ernährung, sagen sie, muss man die Vitamine und Spurenelemente erst nach einer Woche zugeben. Das ist Wahnsinn. Ja. Sie wissen, bei einer enteralen Ernährung, die ist vollständig, da schreibt uns die EU vor, wie viele Vitamine da drinnen sind, wie viele Spurenelemente da drinnen sind. Und wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die parenterale Ernährung vollständig ist. Okay. Und warum sagen Sie das? Dass es bei der parenteralen erst nach einer Woche sein soll? Ja, ich war bei der Diskussion und habe das schwerst beansprucht und ich glaube, in der nächsten Links wird das auch geändert werden. Ja. Man hat gemeint, aber gesunde Leute ernähren wir nicht, dass man da eine gewisse Menge an Spurenelementen und Vitaminen als Speicher hat, aber das dient ja nicht, weil die Leute, die wir parenteral ernährten, die haben ja Vorerkrankungen, die sind ja polymorbid und daher ist das. Gut, also es gibt von Tom Ziegler eine Übersicht über metabolische Komplikationen der parenteralen Ernährung. Alles, was Sie hier sehen, hat nichts mit parenteral zu tun, sondern mit Hyperglykämie, Hyperernährung, mit zu viel, weil da zum Beispiel Azotemie, wenn ich zu viel Aminosäuren gebe, Neuromuscular Deficiency durch Feeding Induced Electrolyte Shifts, das ist alles, oder Cardiac Failure, Excess Fluid, oder Intracellular Shift of Phosphorus, das hat alles mit parenteral gar nichts zu tun, sondern nur mit Überernährung. Und wir müssen eine Überernährung vermeiden. Okay, und wir tun sie leider nicht bei der parenteralen Ernährung. Wenn Sie eine enterale Ernährung vorschreiben, dann ist es ein psychologischer Faktor, dass Sie dem Patienten schon nicht so viel zutrauen und viel weniger vorschreiben als parenteral. Und von dem weniger, was Sie enteral vorschreiben, kriegt der Patient nach vielen Studien nur 50 bis 70% durch Ernährungspausen, durch Reflux oder was immer, gastrales Residualvolumen, was immer, Toleranz oder er wird ins Röntgen gebracht oder wo immer hin. Und das heißt, er kriegt dann da, wenn Sie was parenteral vorschreiben, schreiben Sie mehr vor, das ist psychologisch so, da gibt es mehrere Studien, und er kriegt, die Pumpe läuft. Bei enteraler Ernährung kann er sich wehren, er wird erbrechen oder was immer, dagegen die Pumpe kann sich der Patient nicht wehren. Ja. Und das ist, deswegen sind ein Großteil der Patienten, die parenteral ernährt werden, hyperkalorisch ernährt. Eine sorgfältig vorgenommene parenterale Ernährung führt zu keinen wesentlichen Komplikationen. Die wichtigsten Fragen: Kann eine enterale Ernährung mit einer parenteralen kombiniert werden? Ja, da gibt es verschiedene Studien. Da war eine Verbesserung der Überlebensrate, wenn also Protein and Energy Target, und hier war da war ein Vorteil für Patienten, die auch das Proteinziel, wie ich vorher schon definiert habe, erreicht haben, aber es war unabhängig davon, ob die Ernährung parenteral oder enteral vorgenommen worden ist. Der Herr Wischmeier hat vor kurzem oder letztes Jahr dieses Trial gemacht und der hat sich schwerkranke Patienten angeschaut und der heißt zwar Nutrix-Score, aber es ist eigentlich ein Schweregrad-Score, von dem die Kanadier entwickelt haben. Und wenn diese schwerkranken Patienten parenteral und enteral ernährt worden sind, dann war der Outcome besser. Das heißt, parenterale und enterale Ernährung sind nicht konkurrierende, sondern sich gegenseitig ergänzende Formen der künstlichen Ernährung. Zum Beispiel bei einer herzchirurgischen Intensivstation in Wien sind ungefähr 50% werden kombiniert ernährt. Das nächste ist dann noch ab wann wenn eine enterale Ernährung nicht entsprechend aufgebaut werden kann, wann soll ich da parenteral zufüttern, das heißt dann supplementierende, Supplemental Parenteral Nutrition, da gibt es eigentlich auch nur 2 Studien, das ist die Schweizer Studie, die haben nach dem 3. Tag begonnen mit einer parenteralen supplementierenden Ernährung, wenn die enterale nicht über 60% des rechnerischen Bedarfs aufgebaut werden konnte. Und das hat zu einer Verminderung der nosokomialen Infektionen, einer Erhöhung der antibiotikafreien Tage und hat auch zu einer Verkürzung der Beatmungsdauer geführt. Das heißt, nach heutigen Meinung sollte ungefähr nach dem 3. Tag, wenn eine enterale Ernährung nicht quantitativ aufgebaut werden kann, Prokinetika nicht wirkungsvoll sind, das muss man natürlich auch dazu sagen, sollte man das machen. Der letzte Punkt wäre, und ich habe noch ein paar Minuten nur, jetzt müssten wir uns natürlich noch unterhalten über die Zusammensetzung der Ernährung. Und da hat sich ja vielleicht am meisten getan.
Das eine sind natürlich, welches Fett sollten wir verwenden. Das hat sich weitgehend geklärt. Sie wissen, früher haben wir immer diese Sojabohnenöl-basierte Fettemulsionen vom Typ Intralipid verwendet, während sich heute alle europäischen Gesellschaften eigentlich dazu entschlossen haben, Mischemulsionen zu empfehlen, wo dieser hohe Gehalt an diesen mehrfach ungesättigten Pflanzenölen etwas reduziert ist durch die Beimengung von Olivenöl oder von mittelkettigen Fettsäuren oder von Fischöl. Das heißt, wir haben heute Mischemulsionen. Und das beruht auf solchen Studien wie von Konstantin Meyer bei ARDS-Patienten, eine Ex-vivo-Studie, die Generation von irgendwelchen inflammatorischen Mediatoren, von Leukozyten oder Alveolarzellen. Und Sie sehen, dass wenn die eine Sojabohnenölhaltige Infusion erhalten haben, dass da die TNF-Alpha oder IL-1-Beta-Ausschüttung sehr stark gesteigert war, während durch eine fischölhaltige Emulsion dieser inflammatorische Zustand vermindert werden konnte. Es gibt auch zu dieser Frage eigentlich keine sehr guten Datenbasis, das muss man sagen. Das gilt eigentlich für alle Themen der Ernährung, aber das wäre zum Beispiel eine Studie vor 3 Jahren, Frau Cramona aus Spanien, die gezeigt haben, dass die haben eben eine etwas andere, also eine Mischemulsion mit LCT, also Sojabohnenöl, Kokosöl und Fischöl, also die Braunemulsion auf gut Deutsch haben die verwendet, und gegenüber einer rein MCT-LCT-hältigen Emulsion, da war die Infektionshäufigkeit geringer. Das heißt, auch wenn es keine besonderen Daten gibt, dann empfehlen das die DGIM, aber auch die SPEN oder so, also die europäischen Gesellschaften eigentlich einheitlich, die Verwendung dieser Töne. Wie das Enteral ist, das wissen wir nicht so genau. Hier wurde die MetaPlus-Studie auch in Deutschland durchgeführt. Das war eine hochprotein-enterale Ernährung, angereichert mit immunmodulierenden Substanzen, auch mit Fischöl, auch mit Antioxidantien etc. Und da ist nichts herausgekommen. Auch Glutamin war da drinnen. Das heißt, es hat zu einem großen Streit geführt derzeit, aber das wissen Sie ja vielleicht, ist die Immunonutrition, ich komme noch kurz darauf zurück, bei Intensivpatienten ja nicht mehr verwendet. Das Glutamin könnten wir vielleicht in der Diskussion noch kurz darauf eingehen. Bis vor 4 Jahren war das Glutamin eine 1A-Empfehlung, zumindest bei parenteral ernährten Patienten. Das ist so wie zurückgegangen auf eine Studie von der Christiane Goethers aus Marburg oder Münster, das verwechseln. Jedenfalls war da eine signifikante Überlebensrateverbesserung durch die Verwendung von Glutamin in der parenteralen Ernährung. Dann hat es diese Helen-Studie gegeben, 2013 im New England Journal of Medicine, wo sogar eine Verschlechterung der Prognose war, ist wiederum eine sehr problematische Studie. Glutamin war hier nicht Element der Ernährung, sondern ist als Pharmakonutrient getrennt von der Ernährung gegeben worden, in einer extrem hohen Dosis, sowohl enteral als auch parenteral. Und das, also eine sehr problematische Studie. Ich glaube, Glutamin ist nicht ganz out, in manchen Kliniken ist das komplett out. Ich glaube, bei prolongierter parenteraler Ernährung hat das durchaus noch eine Funktion. Gut, wenn wir zu den Vitaminen kommen, Vitamin D, wenn Sie die Präparate anschauen, die Sie verwenden in der Intensivmedizin, wissen Sie, dass da fast nichts an Vitamin D drinnen ist. Ich glaube, im Vitalipid von Fresenius sind nur 200 oder 400 Einheiten Vitamin D drinnen, also das ist gar nichts. Ein nicht unbeträchtlicher Teil unserer Patienten ist Vitamin D-Defizienz, auf jeden Fall über 30% der Fälle. Und die Karin Amrein aus Graz beispielsweise hat gezeigt, dass bei diesen Vitamin D-defizienten Patienten eine Vitamin D-Gabe zu einer Verbesserung der Prognose führt. Das ist überhaupt ein Problem, das natürlich offensichtlich ist, aber in den meisten Ernährungsstudien nicht kontrolliert wird. Wenn jemand nicht effizient ist, wird man natürlich schwer zeigen können, dass eine Zufuhr besonders wirkungsvoll ist. Wenn aber einer defizient ist, dann hat das offensichtlich keinen Effekt. In der Gesamtgruppe war kein Effekt, weil eben die nicht effizient waren, von der Substitution. Das gilt auch für andere Vitamine, zum Beispiel für das Thiamin, das ja für den
für den Energiestoffwechsel eminent wichtig ist. Ohne Thiamin gibt es keinen Zitronensäurezyklus, gibt es keine Energiegeneration in ATP-Generation. Das heißt, auch hier ist gezeigt worden, dass die Patienten, die thiamindefizient sind, einen Überlebensvorteil haben. Unsere Patienten haben oft präexistente Mangelzustände durch die Komorbidität, durch die Malnutrition, haben eine verminderte Zufuhr. Die Zufuhrraten sind ja an Zufuhrraten von gesunden, jungen Erwachsenen orientiert. Was wir haben, keine jungen, gesunden Erwachsenen. Wir haben alte, kranke Leute. Durchschnittsalter des deutschen Intensivpatienten ist 69 Jahre. Erhöhter metabolischer Verbrauch, erhöhter Bedarf durch Therapie, Ernährungstherapie und dann auch erhöhter Verlust renal durch Diuretika, extrarenal bei Verbrennungen oder durch die extrakorporalen Therapieverfahren. Das müssen wir berücksichtigen. Es gibt dann noch neuere Studien, so wie die von Marek letztes Jahr in Chest, wo eine Kombination von Vitamin C mit Thiamin und Hydrocortison zu einer doch deutlichen Verbesserung der Überlebensrate geführt hat. Und das machen ja jetzt in Deutschland auch der Herr Riesen zum Beispiel und so, der ist auch sehr angetan von diesem Konzept. Also ich glaube, und das wird auch als Metabolic Resuscitation bezeichnet, also diese sozusagen metabolisch orientierte Therapie wird auch als Mitochondrial Resuscitation bezeichnet. Okay. Das ist ein enormer Starkigkeitsunterschied gewesen. Ja. Deswegen glaube ich es auch nicht. Das glaube ich gar nicht. Das darf ich ja nicht sagen. Ja. Das ist enorm, ne? Wäre ein Wunder, ja. Das wäre ein Wunder, stimmt. Das wäre ein Wunder. Da gehen dann mehr Patienten aus der Intensivstation raus wie in einer. Wir müssen unterscheiden zwischen Immunonutrition und Pharmakonutrition. Immunonutrition ist ein konventionelles enterales Präparat, wo irgendwelche immunmodulierenden Substanzen dazugesetzt werden, eben wie Glutamin, Fischöl, Antioxidantien. Und die haben sich eigentlich totgelaufen. Ja? Und das andere ist die Pharmakonutrition, wo unabhängig von der Ernährung hochdosiert irgendwas gegeben wird. Und das kann Selen sein, das kann eben Vitamin C sein, wenn Sie orthomolekulare Medizinanhänger sind oder was immer. Also ich bin ja auch für sich Gegner von diesem orthomolekularen Therapieansatz. Und das zum Beispiel auch der hochdosierte Selengabe hat keine Verbesserung der Überlebensrate gegeben. Aber ich bin überzeugt, dass ein klinisch Kranker mehr Selen braucht als Sie, wo Sie hier sitzen, weil der eben einen erhöhten Verbrauch hat und das gilt ja auch für verschiedene. Und ich glaube auch, dass der Vitamin C-Bedarf wesentlich höher ist. Aber wenn wir über diese Pharmakonutrition nachdenken, dann müssten wir vielleicht den Vitamin D E-Infusionen machen, dann eine Carnitin-Infusion, Vitamin D, Flavonoide, Selen. Das heißt, das können wir doch alles nicht machen. Wir müssen doch versuchen, unsere Ernährung so zu gestalten, dass sie den Bedarfszahlen eines kritisch Kranken entspricht. Aber die Firmen sind leider bisher sehr resistent. Ich habe schon einmal vor 15 Jahren eine lange Diskussion mit Fresenius gehabt, ob man nicht enterale Ernährung einmal versucht, vernünftig zusammenzustellen, aber das ist leider nicht möglich. Aber nicht vergessen, eine parenterale Ernährung muss genauso vollständig sein wie eine enterale. Vitamine und Spurenelemente müssen drin sein. Das heißt, wir kommen zur Konklusion. Ich bin sehr gut in der Zeit, sehr ungewöhnlich. Mögliche Konklusionen. Ich weiß, dass das alles nicht Evidenz oder nicht alles Evidenz, es ist nicht alles evidenzbasierte Arbeit. Wiederherstellung der Vitalfunktion vor Beginn jeder Ernährungstherapie. Warte die Insult-Schock-Phase ab. Beginne oral oder enteral innerhalb von 12 Stunden. Beginne niedrig. Am ersten Tag würde ich vorschlagen, dass man sich auf die Zottenernährung beschränkt. Steigere die Ernährungszufuhr langsam nach individueller Toleranz innerhalb von 3 bis 5 Tagen. Wenn die enterale Ernährung nicht möglich ist und auch durch eine motilitätssteigernde Therapie, Erythromycin, Aspartin, Metoclopramid oder so nicht möglich ist, dann ab Tag 1. Erwäge supplementierende parenterale Ernährung, wenn der Aufbau ab 3 bis 5, verabreiche Zotenernährung, wenn immer möglich, auch unter einer parenteralen Ernährung. Bei der Ernährung hat sich das grundsätzlich gewandelt. Sie wissen aber, dass sich bei der Volumentherapie auch grundsätzlich gewandelt hat. Bei der Volumentherapie heißt es heute Early Liberal, das heißt, wir müssen versuchen, unseren Patienten von der hämodynamischen Stabilisierung möglichst rasch zu stabilisieren.
am Anfang wird er viel Volumen brauchen und dann aber drastisch die Zufuhr beschränken. Also Early Liberal, Late Conservative, bei der Ernährungstherapie ist es genau umgekehrt. Early Conservative, Late Liberal. Und in der Erholungsphase braucht der Patient dann vielleicht sogar mehr als 100% vom rechnerischen Bedarf. Okay, wir sind auf der Intensivstation verantwortlich dafür, nicht nur, ob der Patient überlebt, sondern wie er nach einem Jahr, nach 2 Jahren beieinander ist. Ob er seine Funktionalität erreicht hat, ob er seine Lebensqualität wieder erreicht hat. Wir müssen trachten, dass er das, was er vorher war, auch nachher wieder ist. Und da ist die Ernährung natürlich die Muskelkraft, Muskelerhalten, Muskelfunktionen und die Ernährung natürlich von einer ganz entscheidenden Bedeutung. Also ich hoffe, dass ich Sie etwas überzeugen konnte. Don't forget nutrition. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.